Egal ob Zhang Yejun, Lisa Unruh, Kuban-Jan oder Brady Ellison, alle Sieger bei den Olympischen Spielen in Rio hatten die Shibuya Ultima Pfeilauflage am Bogen. Warum? Darüber reden wir jetzt. Wenn man sich im Recurve-Bereich so umschaut, möchte man meinen, dass es gar keine so richtige Alternative zu der Shibuya Pfeilauflage gibt. Dem ist natürlich nicht so. Allerdings bleibt sie für viele Schützinnen und Schützen die erste Wahl für die Pfeilauflage. Und das zu Recht. Schauen wir sie uns einfach mal näher an. Sie ist ziemlich klein und kompakt. Mit einer Höhe von ungefähr 15 mm passt sie wirklich auf jedes Bogenfenster von jedem Mittelteil ziemlich gut drauf. Dafür müssen wir einfach das Bogenfenster gut vorher säubern und die Klebefolie einfach abmachen und draufkleben. Die eigentliche Funktion liegt im Auflagenfinger. Der ist aus gehärtetem Stahl und hat eine spezielle Beschichtung drauf. Die Einstellung machen wir hier mit dem mitgelieferten Innensechskant und setzen den in die einzige Schraube von der Auflage und lösen einfach mal diese, so dass sich der Auflagenfinger jetzt problemlos einstellen kann. Zum einen kann er natürlich in der Höhe, also vertikal, ausgerichtet werden, je nach Pfeildicke. Und entsprechend wieder der Pfeildicke, aber natürlich wie stark der Button hier rausragt, können wir den Finger im Anstellwinkel eben noch einstellen. Jetzt habe ich eine ganz nette Position gefunden und drehe sie fest. So, das sollte fest sein. Check natürlich spätestens zum nächsten Training, ob sich der Auflagenfinger irgendwie nochmal verschoben hat. Das kann gut sein, weil er ja mit dem Mittelteil irgendwie im Rucksack verstaut wird. Am besten sollte man natürlich immer auch eine schöne Mittelteiltasche haben, damit da prinzipiell auch nicht allzu viel dran kommt. Ein klarer Vorteil zeigt sich bei der Shibuya Ultima in der Mittensymmetrie. Durch dieses Design können wir einfach die Pfeilauflage um 180 Grad drehen, mit der Madenschraube den Stahlfinger lösen, umsetzen und schwupps, im Handumdrehen hat man die Pfeilauflage von Rechtshand zu Linkshand und wieder umgekehrt gewechselt. In der Beschreibung steht ja etwas von Magnetauflage. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo sind diese Magnete und was machen die eigentlich? Nehmen wir die Auflage, schieben den Finger mal ein bisschen zur Seite und dann sollte man in der zweiten Kamera eigentlich ganz gut sehen, diese beiden Magnetpünktchen, die sind in einer V-Form angeordnet und sorgen damit dafür, dass nach jedem Schuss der Auflagenfinger in exakt die gleiche Ausgangsposition wieder zurückfindet. Und das macht Shibuya wirklich klasse. Das habe ich so bei keiner anderen Auflage gesehen und ist einfach ein weiterer Bonus von der Ultima. Das Schöne bei den Pfeilauflagen ist eigentlich, dass sie in keine klaren Kategorien Anfänger, Fortgeschrittene bis Profis einzugliedern ist. Also man kann sich da eigentlich jegliche aussuchen. Allerdings für wirklich die richtigen Anfänger beim ersten Bogen oder bei Kindern, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen grobmotorischer mit den Pfeilen umgehen, beim Aufsetzen würde ich immer die ganz einfachen Klebe-Pfeilauflagen empfehlen. Die ist natürlich nicht für die Ewigkeit gemacht, gibt es auch immer im Pack zu kaufen. Und falls da auch mal was kaputt geht, kann man die super schnell ersetzen. Sollte aber generell tatsächlich mal so ein Auflagenfinger kaputt gehen, auch bei ganz anderen Magnetauflagen oder Schraubauflagen, sollte man allerdings immer checken, ob der Bogen richtig eingestellt ist. Thema Knockpunktüberhöhung. Dann, man muss sich vorstellen, wenn die Knockpunktüberhöhung nicht richtig eingestellt ist, heißt das, dass bei jedem Schuss durch den Pfeil ein gewisser Schlag auf die Pfeilauflage kommt. Und das wird selbst so eine Shibuya Ultima mit gehärtetem Stahlfinger und spezieller Beschichtung in die Knie zwingen. Kommen wir nun zu der Farbauswahl. Und da lässt uns Shibuya tatsächlich die Qual der Wahl mit insgesamt aktuell 10 erhältlichen Farben. Angefangen bei Schwarz, Blau, gefolgt von Silber, Rot, Grün, Pink, Gold, Orange und den Jahresfarben Petrol bzw. Türkis aus dem Jahre 2019 und Lila aus 2020. Ihr merkt schon, 2021, da fehlt irgendwie noch was, ob Shibuya einfach da die Farbideen ausgegangen ist oder ob es andere Gründe dafür gibt.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Falls ihr eine Idee habt, lasst es uns wissen. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir würden uns sehr freuen. Kommen wir zum Fazit. Die Shibuya Ultima Pfeilauflage ist mit ihrem klaren, minimalistischen, aber sehr effektiven Design seit Jahren für die meisten Schützinnen und Schützen die Nummer 1. Persönlich hat sie mich noch nie enttäuscht. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben und wenn man mal im Winter Bock auf dicke Alus hat, packt das die Ultima problemlos. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst es uns wissen. Ansonsten sage ich vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.